In dieser Woche geht es für uns ganz in den Süden von Kolumbien. Neben historischen Orten steht besonders eines im Fokus: die Trampolín de la Muerte, ein Streckenabschnitt, der uns auf besondere Weise herausfordert. Gibt ja kein schlechtes Wetter, gibt nur schlechte Kleidung. Da ist ziemlich viel Wasser. Das heißt, es wird wahrscheinlich eng werden. Been feeling like every day's a vacation, like we're on an ultimate getaway. Been talking about it, but now we made it. Oh, so let's take it slow. Wir sind jetzt heute Morgen um 8 hierher gekommen zur archäologischen Stätte von San Agustín. Hier soll es ja ganz besondere Steinformationen bzw. Felsen geben, die wir uns anschauen wollen. Das Wetter spielt nicht so ganz mit. Also wir sind in ganz bisschen Nieselregen gestartet und inzwischen regnet es ziemlich doll, sodass wir auch nass sind. Deshalb fangen wir einfach mit dem Museum mal an und hoffen, es wird ein bisschen weniger, wenn wir dann gleich draußen rumlaufen. Dieser archäologische Park beherbergt die größte Ansammlung solcher Steinfiguren in ganz Südamerika. Die Skulpturen wurden zwischen etwa 500 vor Christus bis 1500 nach Christus von einer bis heute rätselhaften Hochkultur geschaffen. Die Figuren bestehen aus vulkanischem Gestein und stellen meist menschenähnliche Wesen dar, oft mit tierischen Merkmalen wie Reißzähnen, Krallen oder Vogelköpfen. Wir sind jetzt draußen und hier stehen natürlich auch einige Schafe, oder wie man das auch mal nennen will, und es regnet ganz schön doll. Falls ihr euch fragt, was der rechts da darstellt, das ist ein Skifahrer. Oder vielleicht auch nicht. Vermutlich symbolisieren sie Schamanen, Schutzgeister oder Gottheiten, die zwischen der Welt der Menschen und der Götter vermitteln. Deshalb wurden viele dieser Figuren bewusst an Eingängen von Gräbern platziert, um die Toten zu schützen und ihre Reise ins Jenseits zu begleiten. Bis heute ist unklar, warum diese Kultur verschwand. Doch die Steinfiguren von San Agustín geben einen einzigartigen Einblick in eine hochentwickelte spirituelle Welt und machen diesen Ort zu einem sehr bedeutsamen archäologischen Ort Lateinamerikas. Wir sind am Ende der archäologischen Stätte angekommen. Man hätte theoretisch auch eine gute Aussicht, aber es ist noch ziemlich wolkenverhangen. Und hier gibt es jetzt auch mal ein paar Steinchen zum Gucken. Wir sitzen wieder im Auto und sind wieder unterwegs. Die archäologische Stätte hat uns tatsächlich sehr gut gefallen. Man konnte da so ein bisschen übers Gelände gehen und sich die verschiedenen Figuren anschauen. Und viele von denen waren ja auch noch richtig, richtig gut erhalten. Es war auf jeden Fall sehr spannend anzusehen, auch wenn es zu nass war. Also es hat dann ja immer doller angefangen zu regnen. Aber jetzt regnet es natürlich nicht mehr, wo wir im Auto sitzen. Ist ja klar. Ja. Genau, aber dafür war natürlich auch nicht so viel los. Wir haben 65.000 kolumbianische Pesos bezahlt, was umgerechnet ungefähr 13 Euro sind. Was, Pro Person aber, ne? Das ist schon ziemlich teuer. ja, was jetzt nicht gerade wenig ist. Aber wie gesagt, es hat uns gut gefallen. Und jetzt sitzen wir wieder im Auto und haben mal wieder eine ordentliche Strecke vor uns. Wie lange fahren wir heute noch? Naja, ich würde mal schätzen, so ein bisschen was über 4 Stunden. Google Maps sagt 3 Stunden 37 für 155 Kilometer. Ja, also wir sind sehr gespannt, wie lange wir tatsächlich brauchen. Die Aussicht ist auf jeden Fall nicht so gut. Ja, aber zumindest mal erkennt was vom Canyon. Ja. Man kann sogar einen Fluss kurz sehen. Wahnsinn, ey, das geht da ganz schön tief runter. Aber die Wolken hängen natürlich auch ziemlich dran. Ja, hier sind Steine oder eingucken. Ja. Und es ist noch richtig schräge am Hang Terrassen mit wahrscheinlich Kaffee oder so. Da will auch keiner arbeiten bei 40 Grad steigen oder mehr. Das ist mehr, 60. Wer möchte eine Gondelfahrt? Die beiden aus. Der Ja. geht steil hoch. Nicht so richtig vertrauenserweckend, die Gondel. Aber interessant. Gar nicht das obere Ende. Die Kurbelstellung im Startweg aus dem Wolf.
Sehr partieller Platzregen. Also hier ist aber richtig was runtergekommen. Alter Falter. Also die Straße wird gerade zu einer Mautstraße ausgebaut. Manche Abschnitte sind top und manche, naja, ich sag mal so, da muss man langsam eine Schippe auspacken, damit man hier damit man die Löcher zukriegt. Also ein Loch war mit Sicherheit 3 Meter im Durchmesser und stand voll mit Wasser. Also kann man auch noch nicht mal sehen, wie tief es ist. Wir stehen quasi frei, aber auch gefühlt in der Stadt. Soll ein sicherer Platz sein. Guten Morgen. Wir hatten eine ziemlich regenreiche Nacht. Es regnet auch immer noch ziemlich doll. Wir haben unten an einem Fluss gestanden. Und heute Morgen war der Fluss auf jeden Fall direkt mal ein Stückchen höher. Naja, aber was soll's. Wir sind auf dem Weg zu El Trampolín de la Muerte. Eine, ja, schöne Straße. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Genau, ja, der Name ist natürlich in gewisser Form schon mal ganz aussagekräftig. Soll aber gar nicht so schlimm sein. Also wir haben Reisende getroffen, die von unten kamen, die gesagt haben, es wäre ein Piece of Cake, da würden alle möglichen Autos langfahren, die wären selber im strömenden Regen das gefahren, das wäre überhaupt gar kein Thema. Ja, das klingt für uns natürlich ganz gut. Das heißt, wir düsen da jetzt mal hin und schauen uns das mal direkt vor Ort an. Unser Übernachtungsplatz ist in 135 Kilometer. Mal schauen, wie lange wir brauchen. Also ich glaube 4 Stunden wäre eine gute Zeit. Ich denke mal, wir müssen eher mit 5 bis 6 rechnen. Und was nicht zu verachten ist, es geht 5000 Höhenmeter hoch und zwischendrin nochmal 3000 runter. Also wir werden ordentlich an Höhe gewinnen und wir werden irgendwo so knapp bei 3000 Meter dann rauskommen. Ich glaube, der höchste Punkt ist bei 3200. Und dann geht es so ein bisschen runter bis zum Schlafplatz. Und da werden wir dann hoffentlich heute gut übernachten und wahrscheinlich wird es auch relativ frisch werden. Elf Kilometer hinter unserem Stellplatz gehen jetzt die Schotterpiste los. Und ja, also macht jetzt keinen Top-Eindruck. Da kommt doch schon der erste LKW. Aber hier ist die Straße ja noch weit. Hier kommen wir gut aneinander vorbei. Wir hatten die Hoffnung, aufgrund, dass heute Sonntag ist, dass keine LKWs kommen, aber das hat sich jetzt schon mal erledigt. Da ist ziemlich viel Wasser. Ach du Scheiße. Ich glaube, es ist Zeit für die Gummistiefel. Ja, wäre vielleicht ganz gut. Ich habe mir die Badeschlappen schon an. Können wir mal gucken gehen. Da müssen wir durch. Oh Gott, hast du gesehen? Die sind ganz schön geschwommen. Am Ende auf der guten Seite, wo ich durch war, da wird nochmal richtig tief. Kurz davor, also bis dahin geht es eigentlich ganz gut, aber die letzten 3 Meter sind nochmal wesentlich tiefer. War wie auf Straße fahren. Gut bei euch? Ja, war glaube ich kein Problem. Der Jeep vor uns ist weiter links gefahren. Das war glaube ich die bessere Spur. Die Trampolín de la Muerte, also das Sprungbrett des Todes, entstand in den 1930er Jahren als schmaler Verbindungsweg zwischen den Anden und dem Amazonasgebiet. Ursprünglich war die Strecke kein klassischer Straßenbau, sondern ein Maultierpfad,
der später provisorisch für Fahrzeuge angepasst wurde. Also unter normalen Wetterumständen wäre die Aussicht vielleicht ganz schön. Oh. Aber wir sind leider nicht über den Wolken, sondern in den Wolken. Also man sieht eigentlich nichts. Also wir lassen das nächste Auto mal vorbei. Da vorne ist wohl wieder das Flussbero. Dann können wir uns das direkt mal anschauen. Also das runter ist ja bekommen, aber die Spielgeschwindigkeit ist nicht ohne. Ich denke, wir müssen halt jetzt entscheiden, ob wir weiterfahren oder nicht, weil es kommen noch ein paar Flüsse, die wir queren. Also, ja. Ja, gute Frage. Vor allen Dingen jetzt geht es auch gleich richtig kurvig hoch. Das heißt, es wird wahrscheinlich eng werden. Also der Kollege auf der anderen Seite sagt fahren. Jetzt kommt von oben noch ein Minibus. Den gleichen Bach müssen wir wohl auch nochmal queren. Es ist viel flacher. Ja, das Ding ist halt, entweder wir fahren jetzt da durch und schauen, wie weit wir kommen und müssen, wenn es gar nicht mehr weitergeht, irgendwo am Straßenrand kampieren. Ja, in der Hoffnung, dass morgen weniger regnet. Ja, oder halt dann die Regenpausen ausnutzen, wenn es dann weniger wird. Wer es hier dort mal erhört hat, wie die Lage ist. Die Anzeichen sahen gut aus. Mal schauen, was sie gleich sagen. Also das war gegen der ersten gar nichts. Also der hat gerade auch gesagt, dass es nicht mehr wird, dass es nicht schlimmer wird. Also dann hoffen wir jetzt einfach mal das Beste, würde ich sagen. Also ich habe jetzt gerade ja mal ein von oben kommendes Auto angehalten und den gefragt. Er hat gesagt, schlimmer als hier wird es nicht. Es kommen noch so ein paar kleinere Flussdurchfahrten, aber die werden wie gesagt nicht schlimm. Und Die nächste. oh, Aber die ist flach. Der Reifen war nur der Gummi im Wasser. Die ist geteert oder asphaltiert oder wie man das auch immer hier nennt. Ja, also es ist tatsächlich so, umso höher wir kommen, umso weniger Wasser wird's. Und da wir ja auf 3000 schlafen, werden wir auch nicht so oft runterfahren. Deswegen sollte das hier alles ganz gut werden. Aber vielleicht beim nächsten Mal fahren wir nicht bei strömenden Regen los, sondern bleibt noch ein paar Tage. Aber Max und Julia haben das Problem, dass ihre Versicherung in 3 Tagen ausläuft. Und wir haben gesagt, komm, wir ziehen mit und fahren zusammen über die Grenze nach Ecuador. Und ja, wenn was ist, dann kann man sich immer noch helfen. Aber ich glaube, passiert nichts mehr. Die armen Kühe. Jetzt kommt noch ein LKW. Aber wenn die Motorradfahrer zumindest noch bis hierher fahren, dann ist ja... Weiter hinter uns? ja. Also jetzt wird es richtig eng. 2 von oben, 2 von unten und wir stehen hier. können fahren. Deswegen werden die 2 Ambulanzen da oder die eine Ambulanz auch gehalten haben, die hat das vermutlich schon gesehen, dass da jemand kommt, aber jetzt ist gerade irgendwie Stau da. Ja, weil von oben halt auch noch 2 LKWs warten. Genau. Ich glaube, wir lassen die jetzt erstmal fahren, oder? Die Ambulanz kommt ja jetzt. Ja, ich glaube auch.
Über Jahrzehnte hinweg war dieser Weg die einzige Verbindung für ganze Regionen. Menschen transportierten hier Lebensmittel, medizinische Versorgung und Waren, oft unter lebensgefährlichen Bedingungen. Viele Abschnitte waren so schmal, dass zwei Fahrzeuge nicht aneinander vorbeikamen, während direkt daneben tiefe Abgründe lagen. In dieser Zeit kam es immer wieder zu schweren Unfällen. Der Name Trampolín de la Muerte entstand also nicht aus Sensationslust, sondern aus realer Erfahrung. Er spiegelt die Angst und den Respekt wider, den die Menschen dieser Straße entgegenbrachten. Auch heute ist die oft schmale Strecke durch ihre steilen Hänge nicht ganz ungefährlich, aber natürlich nicht mehr vergleichbar mit der Situation von damals. Alter Schwede, ey. Der will hier aber auch nicht tauschen. Ich an deiner Stelle wäre weiter vorne gefahren. Ja, aber wenn er rutscht, hat er noch Chancen, was zu machen. Ach, so. Ich habe das Gefühl, es ist jetzt mehr geworden gerade. Ja. Da hat der Abschlepper einen abgeschleppt. Der Abschlepper hat uns vorhin mal überholt. Das stimmt, ganz am Anfang. Also langsam sind wir in der sehr kurvigen Passage. Ich finde es immer noch nicht so eng, wie man gedacht hätte. Aber wir wollen mal hier den Tag nicht vom Ablo. Dann stimmt man da irgendwo ein Stück zurücksetzen müssen. Wir haben den ersten Gipfel erreicht. Jetzt geht es gerade erstmal ein bisschen bergab, aber bisher noch nicht steil. Mach mal deine Sperre rein, da sind nämlich ziemlich viele Steine drin. Das ist ein bisschen nur rutschig und lose. Machen wir Sperre rein, soll ein bisschen locker sein. Aber wird schon passen, nur der eine Stein da, der ist ein bisschen blöd. Ja, ist schon reingegangen, aber gut. Das ist nichts Tragisches. Da liegt ein Bau. Oh, oh, okay. Das ist ein ganz schön ordentlicher Wasserfall. Aber es sind zurzeit so viele. Ja, immer gut, wenn der Fluss unter der Straße lang fließt. Oh, was ist das denn hier? Jetzt haben wir Stau. Jetzt kam hier am Berg tatsächlich gerade eine Polizeikontrolle, aber wir haben kurz gewartet, weil die den LKW vor uns gecheckt haben. Und dann kam aber ein total netter Beamter zu uns
hat uns einen Daumen hoch gegeben, uns angelacht, fand unser Auto, glaube ich, richtig gut und dann konnten wir weiterfahren. Das riecht so wie in Antigua, oder? Ja. Ich habe nur die Befürchtung, da ist keine Schokolade drin. Da ist keine Schokolade. Hm? So, nach den ganzen Bergen und Kurven sind wir jetzt hier in so einem Ort rausgekommen und sind in ein Restaurant eingekehrt, was Google Maps nicht mal kannte, aber da standen ganz viele Autos. Und das war eigentlich auch richtig nett. Also da gab es dann auch so ein Menü mit Suppe und Hauptgericht. Wir hatten jetzt keine Suppe, Hauptgericht sah schon groß genug aus. Und das kostete uns jetzt mit Getränk und noch so einem Mais-Ding als Nachtisch 26.000 kolumbianische Pesos, was umgerechnet 5 Euro sind für zwei. Ja, jetzt sind wir gut gestärkt und können auf die nächste Etappe aufbrechen, aber ich glaube, das sieht erstmal ganz gut aus. Kommt jetzt ja erstmal Asphalt, ne? Ja, ist die Frage, ob es jetzt wirklich die ganze Zeit Asphalt kommt oder nur mal hier in den Orten, das wissen wir gar nicht so genau. Wir haben noch 60 Kilometer und in den ersten 4 Stunden haben wir 70 Kilometer geschafft. Also hoffen wir mal, dass wir jetzt ein bisschen zügiger unterwegs sind. Wir sind auf dem Weg zum höchsten Punkt des Tages, 3200 Meter und ein paar Quetschte. Geht noch gar nicht so steil hoch, aber es sieht so aus, als wäre jetzt alles asphaltiert. Das heißt, die ersten 4 Stunden und 65 Kilometer, wobei die ersten 10 Kilometer waren auch asphaltiert, also so 55 bis 60 Kilometer war dann nach dem aktuellen Stand scheinbar Schutterpiste. Und damit haben wir auch die schwierigste Passage überstanden. Und wir haben uns eben beim Mittagessen auch darüber unterhalten. Also bei der zweiten Flussdurchquerung haben wir ja wirklich alle Varianten irgendwie durchgesprochen mit Umkehren, dort irgendwo am Berg übernachten und das ein bisschen aussitzen. Ja. Und am Ende sind wir auf jeden Fall sehr froh, dass wir weitergefahren sind, weil es kam ja nichts Schlimmeres mehr, im Gegenteil. Alles frei. Es wurde ja dann immer noch besser. Und Julia sagte auch schon, ich glaube, wir hätten uns sehr geärgert, wenn wir das dann rausgefunden hätten, dass es so gut dann weiterging und es dann nicht mehr gefahren werden, weil ja, das zu umfahren hätte uns locker 12 Stunden Fahrzeit nochmal gebracht. Und das natürlich auch nicht mal eben so. Von daher sind wir ganz happy, dass wir das jetzt so gemacht haben. Weiter ging's, vorbei an, sagen wir mal, interessanten Baustellen und zum letzten Ort, den wir in Kolumbien anschauen wollen, Las Lajas.
Wir sind jetzt hier am Stellplatz in Las Lajas, beziehungsweise auf dem Parkplatz von der Seilbahn, die uns gleich da runterführt. Wir haben so ein bisschen auf eine Regenpause gewartet, um da runter zu gehen. Ich glaube, das wird heute schwer. Es nieselt die ganze Zeit ein bisschen, aber naja, gibt ja kein schlechtes Wetter, gibt nur schlechte Kleidung. Also haben wir die Regenjacke rausgeholt und düsen jetzt los zur Gondel und dann fahren wir damit runter. Und das wird der Stellplatz für die Nacht. Da ist ja auch noch ein Wasserfall dahinter. Ja, echt mal. Wie verrückt. Die sieht schon Wanderfahrt cool hat sich aus. schon für den View gelohnt hier. Ja. Das Santuario de las Lajas liegt spektakulär erbaut über einer tiefen Schlucht. Der Ursprung des Heiligtums reicht ins 18. Jahrhundert zurück. Der Legende nach erschien hier im Jahr 1754 die Jungfrau Maria, einer indigenen Frau und ihrer taubstummen Tochter. Bis heute ist das Santuario ein bedeutender Wallfahrtsort. Gläubige aus Kolumbien, Ecuador und auch darüber hinaus kommen hierher, um für Heilung zu danken oder Hoffnung zu finden. Das ist sogar eine Messe gerade, ne? Ja, das sieht so aus, als ob da gerade eine Messe stattfindet. Irgendwie wird da auf jeden Fall was aufgesagt oder leicht gesungen und es sind einige da, die da drin stehen. Aber ja, wir stören hier ja keinen. Die heutige Kirche wurde zwischen 1916 und 1949 errichtet. Ihr neugotischer Stil, die filigranen Türme und die steinerne Brücke, die den Abgrund überspannt, machen das Bauwerk architektonisch einzigartig. Anders als viele Kirchen wurde Las Lajas nicht auf einem Platz errichtet, sondern direkt in die Landschaft integriert, scheinbar schwebend über der Schlucht. Ich fand hier jetzt auch nochmal richtig schön. Da sieht man durch den Bogen den Wasserfall und die Kirche. Also schon ganz nett gelegen hier. Den Wasserfall sieht man aber kaum von hier. Ja, ganz richtig, ganz richtig. So, jetzt gehen wir zurück. Und da sieht man jetzt auch den Wasserfall. Nachdem dann die Messe vorbei war, konnten wir zum Abschluss unseres Besuchs dann auch noch einen Blick in die Kirche werfen. Wir verlassen unseren Stellplatz jetzt wieder und das war jetzt auch der letzte Punkt hier in Kolumbien. Als nächstes geht's zur Grenze nach Ecuador. Das sind gerade mal 14 Minuten. Das heißt, wir haben es gar nicht mehr weit. Ja, und dementsprechend war es das jetzt auch mit diesem Video aus Kolumbien. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst uns doch gerne ein Like und einen Kommentar da. Wir freuen uns über jeden einzelnen davon. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, freuen wir uns natürlich auch sehr über ein Abo. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Ciao! Tschüss!